Endlich habe ich meine Arbeit beendet. Ich werde mir die Zähne putzen und schlafen gehen. Es ist schon Mitternacht. Was? Warum ist das Licht in Annies Zimmer noch an? Annie, warum schläfst du noch nicht? Papa, ich spiele ein Spiel. Was? Annie, hast du mein Handy gestohlen? Gib es mir zurück! Papa, ich bin fast durch. Warte eine Minute. Gib mir das Handy. Papa? Annie, du musst rechtzeitig schlafen. Sonst kannst du morgens nicht aufwachen. Auf keinen Fall, Papa. Bist du immer noch stur? Geh schlafen. Ja, Papa. Papa hat mir nur Angst gemacht. Ich werde morgens nicht müde sein. Wenn ich nicht spielen kann, werde ich Comics lesen. Heute habe ich einen neuen Comic gekauft. Ich werde alles lesen. Bitte schlaf nicht, Annie. Annie, es ist Zeit, zur Schule zu gehen. Annie, warum wachst du nicht auf? Papa, ich bin so müde. Papa, bitte gib mir einen freien Tag. Ich will heute nicht zur Schule gehen. Was sagst du da? Es ist deine Pflicht, zur Schule zu gehen. Du musst zur Schule gehen. Aber... Annie, das ist eine Lektion für dich. Du musst genug Schlaf bekommen. Du kannst nicht bis Mitternacht spielen. Hey, Annie, wach auf! Annie, wir sind in der Schule. Annie, wach auf! Papa, ich bin so müde. Du musst zum Unterricht gehen. Ich verstehe. Aber... Beeil dich und geh in die Klasse. Ja, Papa. Wird es ihr heute gut gehen? Annie ist noch nicht im Unterricht erschienen. Das ist seltsam. Normalerweise ist sie im Unterricht. Lehrer Ryan, ich habe gesehen, dass Annie zur Schule gekommen ist. Was? Warum ist sie dann nicht im Unterricht? Ich muss sie finden. Annie, wach auf. Annie. Lehrer Ryan, warum sind Sie hier? Ich muss Sie das fragen. Warum sind Sie nicht im Unterricht? Ich bin so müde, Lehrer Ryan. Ich will schlafen. Was? Annie, du musst jetzt in die Klasse gehen. Ja, Lehrer Ryan. Und Schneewittchen wurde vom Prinzen gerettet. Lehrer Ryan, ich höre Sie nicht. Annie schnarcht. Sie schnarcht zu laut. Ja, Lehrer Ryan. Hey Annie, wach auf. Lehrer Ryan, Warum schläfst du im Unterricht? weil ich so müde bin. Annie, so kannst du nicht sein. Du musst dem Unterricht folgen. Hey Annie, kannst du mich hören? Hallo, Herr Jonas? Okay, ich komme jetzt hoch. Ich muss den Direktor sehen. Ihr lernt jetzt selbst. Herr Jonas. Herr Ryan. Ich werde später Ihren Unterricht beobachten. Herr Ryan. Warum sagen Sie nichts? Gibt es ein Problem? Es ist nichts, Herr Jonas. Wenn Herr Jonas kommt, um den Unterricht zu beobachten, was wird mit Annie passieren? Ich habe eine Lösung.
Annie, Herr Jonas wird später unseren Unterricht beobachten. Du verlässt die Klasse. Du kannst überall hingehen. Ich werde Herr Jonas sagen, dass du abwesend bist. Herr Ryan, haben Sie mir nicht beigebracht, dass wir nicht lügen sollten? Warum lügen Sie? Das ist alles deine Schuld. Du kannst jederzeit schnarchen. Wenn Herr Jonas dich sieht, wird er verärgert sein. Hey, Annie. Wach auf. Ja, Lehrer Ryan. Herr Ryan, warten Sie einen Moment auf mich. Ich gehe auf die Toilette. Ja, Herr Jonas. Was ist das für ein Geräusch? Ist das Schnarchen? Hey, wer ist da drin? Warum schläfst du auf der Toilette? Hallo, Herr Jonas. Du bist in der Klasse von Herr Ryan, richtig? Ja, Herr Jonas. Warum bist du nicht im Unterricht? Ich bin müde. In der Schule darf man nicht schlafen. Geh bitte zurück in deine Klasse. Ja, Herr Jonas. Oh nein. Wie hat Herr Jonas von Annie erfahren? Herr Ryan, was ist los mit Ihnen? Fangen Sie jetzt mit dem Unterricht an. Ja, Herr Jonas. Schneewittchen lebte glücklich bis ans Ende mit dem Prinzen. Was ist das für ein Geräusch? Herr Ryan, hören Sie das? Was? Annie, wach auf. Annie, wacht sie nicht auf? Annie, bist du wach? Oh mein Gott. Sie furzt auch. Herr Ryan, wir können das nicht aushalten. Wir müssen das Klassenzimmer verlassen. Hey, warte. Herr Ryan, es ist alles deine Schuld. Hey, ich kann das nicht aushalten. Ich auch nicht. Es stinkt. Hallo? Herr Ryan? Was? Ist so etwas passiert? Okay, ich komme sofort. Annie, sie macht wieder Ärger. Es tut mir leid, Herr Ryan und Herr Jonas. Ich werde mit Annie sprechen. Annie, bitte entschuldige dich bei Herr Ryan und Herr Jonas. Hey, Annie! Schlaf nicht mehr! Das ist die Sache, Laura. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Annie schläft immer spät. Sie spielt Spiele und liest Comics. Michael, ich habe eine Idee. Ist das in Ordnung? Ich denke, es ist in Ordnung. Papa lässt mich sein Handy nicht mehr ausleihen. Ich werde Comics lesen. Ich bin nicht müde. Was ist das für ein Geräusch? Lacht da jemand? Es ist unheimlich. Könnte es ein Geist sein?
Oh mein Gott. Es gibt keinen Geist. Aber das Lachen wird lauter. Ich traue mich nicht mehr, Comics zu lesen. Ich habe Angst. Ich muss schlafen gehen. Ich werde jetzt schlafen. Es ist so gruselig. Wie ist es, Michael? Laura, es funktioniert. Gestern ging Annie früh ins Bett. Mach das noch ein paar Mal und sie wird sich daran gewöhnen. Laura, danke. Heute wird Herr Jonas in unsere Klasse kommen. Er wird den Unterricht beobachten. Wir werden über Geistergeschichten lernen. Was? Das kleine Mädchen rannte in Angst davon, verfolgt von Lachen. Annie, was ist los mit dir? Warum schreist du? Ich habe Angst. Warum benutzt du Lachen zur Veranschaulichung? Annie, hör auf zu schreien. Oh mein Gott! Herr Jonas, was ist los mit Ihnen? Ich bin von meinem Stuhl gefallen. Mein Rücken. Mein Rücken tut so weh. Herr Jonas, es tut mir leid. Annie. Sie hat mich vor allen bloßgestellt. Ihr Schreien hat mich von meinem Stuhl fallen lassen. Ich hasse sie. Warum konnte Annie nicht früh schlafen? A. Sie hat gespielt B. Sie hat Comics gelesen. C, A und B sind beide richtig. Klicken Sie auf die Videos, um mehr von meinen Geschichten zu sehen. Bitte klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie meinen Kanal. Danke.